Irgendwie war die Zeit in den letzten Jahren der 1970er, wo ich Jugendlicher war, war jetzt auch nicht so locker und lecker, auch wenn in der Rückschau immer alles beschönigt wird. Ähm, Ich habe damals gewusst, um an eine Schauspielschule zu gehen, muss ich irgendwie, glaube ich, so 3 Jahre Armee machen, vielleicht nicht in jedem Fall, oder erst eine Ausbildung zu irgendeinem anderen Beruf, das war so üblich. Und dann habe ich erstmal den Beruf Gärtner gewählt, weil ich auch nicht Abitur machen konnte, aus reiner Dummheit natürlich. Nee, es war ganz unüblich, es waren immer nur so 2 aus der Schulklasse, die Abitur machten. Und, ähm, und dann kam auch noch gleich mit 18 die Armeezeit. Und in der Armeezeit bin ich halt ins Schleudern gekommen. Das war genau da im Jahr 80, wo es plötzlich hieß, eine deutsche, wenn auch eine sozialistische deutsche Armee würde wieder nach Polen einmarschieren. Also irgendwie hat mir alles schon nicht mehr gefallen, obwohl ich aus einer richtigen kommunistischen Familie komme. Und direkt nach der Armee bin ich dann auch zum evangelischen Kinderheim gegangen in Pankow und wollte gar nichts mehr mit dem Staat zu tun haben. Und ja, aber singen wollte ich trotzdem. Aber der reguläre Berufsweg war dann irgendwie, schien mir versperrt. Ich hätte es auch anders machen können. Und dadurch habe ich das so Schritt für Schritt, wo ich eben konnte, gemacht. Zum Glück hatte mein Vater, der war ja Jazzpromoter und hat auch literarische Abende gegeben. Der hatte damals Gelegenheiten, mich mit auf die Bühne zu holen, zum Beispiel für seinen jüdischen Abend. Nee, es war doch schön. Ich habe doch schon erwähnt, dass ich aus so einer kommunistischen Familie stamme, wo wir natürlich die ganze Zeit Sieger der Geschichte waren. Meine Uroma, die ja im Widerstand war, die wurde geehrt in der Schule. Also ich fand es alles ganz toll als Kind. Und was wir in der Schule gelernt haben, weiß ich nicht mehr, weil ich das meiste von den relevanten politischen Sachen viel ungefilterter und noch interessanter zu Hause gelernt habe. Es war ein bisschen gespalten. Mein Vater und meine Mutter waren ja getrennt, schon als ich ganz klein war. Und die hatten verschiedene Herangehensweisen und Ansichten. Und mein Vater hat auch mit Leuten wie Wolf Biermann oder Bettina Wegner zusammengearbeitet. Da gab es natürlich große Konflikte. Die habe ich aber erst so richtig gemerkt, so ab 14, 15. Dann wurde mir langsam klar, es gibt hier einen Riss. Es stimmt alles so nicht. Es gab natürlich Konflikte innerhalb von der Gärtnerausbildung, weil plötzlich sollten wir alle Pflanzen pflanzen für den Frieden und so. Das fand ich schon sehr widersinnig. Wenn wir im Gewächshaus Blumen pflanzen, dann ist es Unsinn zu sagen, wir pflanzen die Blumen gegen den Imperialismus. Und aus dem richtigen Arbeitsleben mal zu schwätzen ist, wir hatten damals eine Blumensorte, die heißt Strelizien. Eine ganz schicke, orange, große Blume. Und wir hatten Chicorée. Und wenn wir hier gegen den Imperialismus Strelizien und Chicorée und Gerbera-Blumen produzieren, wie uns gar gesagt wurde in diesen Montagsversammlungen oder weiß ich wann die waren, dann ist es richtiger Blödsinn, denn genau die Strelizien und der Chicorée wurden für Devisen immer nach Westberlin verkauft. Die hatten es bei uns im Laden, gab es das nicht. Das ist eine Verarschung der Leute gewesen. In der DDR war es so, dass alle so unter der Hand, oder fast alle, haben gesagt, Blödsinn. Machen wir mit, aber Blödsinn, Blödsinn. Also ich kenne eigentlich keinen mehr, der dann sagte, genau, das ist es. Und im Anglerverein angeln wir für den Frieden. Das gab es wirklich. Es gab eine Anglerzeitschrift, wir angeln für den Frieden, also wirklich. Nee, das haben alle drüber gelacht. Das ist anders als heute. Heute fügen sich die Leute ein und wollen gern glauben, wie man ihnen was sagt. Und deswegen sind 3/4 dafür. In der DDR waren eher 3/4 dagegen. Aber man hat sich trotzdem nicht getraut, weil der Druck stärker war. Schwerer wurde es dann in der Armeezeit. Da fühlte ich mich dann an irgendeinem Punkt als Leibeigener. Ich weiß nicht, ob das bei allen Armeen der Welt ist. Ich denke eher nicht. In der DDR war es klar, du musst diesen Fahneneid da leisten und danach darfst du keinen Befehl mehr verweigern. Und dass du aber zur Armee musst, ist ja auch schon vorgegeben. Also es waren so mehrere Stufen, wo ich dachte, am Schluss ist man ja vollkommen leibeigen. So empfand ich das.
Und habe es dann auch gesagt und die haben mich auch noch an die Grenze geschickt. Und dann habe ich gesagt, ich erschieße hier keinen und dann haben sie mich wieder weggenommen von der Grenze. Und so waren die Konflikte. Also wie gesagt, nach dieser Zeit, nach diesen 1,5 Jahren, wo es immer fast so weit war, dass wir nach Polen einmarschieren würden, danach war für mich alles vorbei. Und ich dachte, ja, meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern haben für die bessere Welt gekämpft, aber das war der falsche Weg. Würde mich bis heute stören, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich die Dokumente, die heute zugänglich sind, sehe, dann denke ich, oh, das war auch nicht ganz richtig und war doch einem Ziel unterworfen in der DDR. In dem Sinne war es kein Wunder, dass nach dieser Art fehlender Aufklärung, obwohl es ständig vor sich hergetragen wurde, der Antifaschismus, dass aufgrund dieser letztlich dann doch fehlenden Aufarbeitung so viel völkisches und nationalsozialistisches Gedankengut gerade im Osten kurz nach 90 wieder Fuß fassen konnte. Bis hin zum Mordwunsch an Leute, die hier Zuflucht suchen. Grauenhaft, ganz grauenhaft.